Sehr geehrter Herr Professor Kirchdörfer, sehr geehrter Herr Dr. Stoll, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal wirklich vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Tag der Familienunternehmen oder des Familienunternehmens. Bei meinen Unternehmensbesuchen oder auch in vielen persönlichen Gesprächen gewinne ich immer wieder auch den Eindruck, Sie als Familienunternehmerinnen und Unternehmer haben vor allen Dingen den Blick über den Tag hinaus. Das ist heutzutage, muss man sagen, in dieser schnelllebigen Zeit auch keine Selbstverständlichkeit mehr, denn Sie sind auch die, die immer fragen, besteht mein Unternehmen noch in 20, 30 Jahren? Und Sie denken nicht in Quartalen oder wie Politik manchmal nur in 4 Jahren einer Wahlperiode, sondern Sie denken über Generationen hinweg. Und deshalb investieren Sie, wenn Sie investieren, langfristig. Und vor allen Dingen, Sie bilden aus. Unternehmen, die Verantwortung übernehmen, das haben Sie gerade auch schon gesagt, Herr Stoll, eben auch für ihre Beschäftigten und damit auch manchmal für eine ganze Region. Und dafür bin ich Ihnen ausgesprochen dankbar. Unsere aktuellen Herausforderungen sind größer als einzelne politische Streitfragen. Unsere Gesellschaft wird älter, Fachkräfte werden knapper, neue Technologien verändern die Art, wie wir arbeiten, und die internationale Lage wird angespannter in Zeiten von Konkurrenzen, Krisen, Kriegen auf der ganzen Welt. Aber die Debatte dreht sich in letzter Zeit vor allem darum, wo gekürzt wird oder wer künftig mehr zahlt. Das sind natürlich auch wichtige Fragen, denen wir uns stellen müssen, gerade auch ich als Arbeits- und Sozialministerin. Die eigentliche Zukunftsfrage für unser Land lautet aber aus meiner Sicht, wie können wir unseren Wohlstand, unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere soziale Sicherheit auch unter genau diesen Bedingungen gemeinsam erhalten? Die erste Antwort lautet daher aus meiner Sicht, wie müssen die Potenziale, die wir haben, besser genutzt werden? Wir können nicht auf Menschen verzichten, meines Erachtens, die arbeiten wollen und arbeiten können. Und ich denke da etwa auch an das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Viele Frauen stecken in der Teilzeitfalle fest, weil sich Erwerbs- und Sorgearbeit oft nicht unter einen Hut bringen lässt und weil sich zusätzliche Arbeit oft auch gar nicht lohnt, aus verschiedenen Gründen. Wie werden wir insgesamt produktiver? Wenn wir unseren Wohlstand auf der einen Seite erhalten wollen, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen und wenn wir starke soziale Sicherungssysteme auch finanzieren wollen in Zukunft und wenn wir die Beiträge in der Sozialversicherung stabilisieren oder sogar senken wollen, dann müssen wir zum einen mit weniger Arbeitskräften mehr erwirtschaften. Wir alle hier im Saal wissen natürlich, beim Thema Produktivität gibt es nicht diesen einen Hebel, den man betätigen kann, den man einfach umlegt, sondern Produktivität hat ganz, ganz viele Facetten. Sie entsteht durch Investitionen und deshalb investieren wir, das ist schon angesprochen worden, gerade in der kurzen Sequenz, wo ich hier war, diese 500 Milliarden auch in die Modernisierung unseres Landes. Und wir können nun mal nicht produktiver werden, wenn nicht gleichzeitig die Infrastruktur wegbröselt. Ich kenne das zumindest aus meiner Region. Wenn die Logistiker nicht mehr über Brücken kommen, dann ist das ein massives Problem. Produktivität entsteht aber auch durch Innovation, durch schnellere Verfahren und weniger unnötige Bürokratie. Und den Mut, vor allen Dingen auch neue Technologien einzusetzen. Eine neue Technologie spielt dabei eine ganz besondere Rolle, das ist die künstliche Intelligenz. Und bis 2030 gehen wir davon aus, dass in Deutschland kein Job mehr ohne KI-Bezug sein wird. Und in vielen Bereichen haben wir in Deutschland eine gute Ausgangsbasis, in der Forschung, bei der industriellen Anwendung, aber auch bei Start-up-Gründungen. KI ist deshalb, wie ich immer sage, auch eine Riesenchance für uns. Nicht nur für die Produktivität, sondern auch für neues Wachstum und frische Ideen. Aber unsere Antwort kann, wie ich finde, nicht sein, wir machen diese Entwicklung irgendwie nicht mit, das wird nicht funktionieren, sondern gerade weil die Chancen von KI so groß sind, müssen wir in Deutschland und Europa eigene, souveräne Antworten darauf finden und wir müssen über die richtigen Rahmenbedingungen dazu sprechen.
Es geht unter anderem darum, dass wir mehr KI in kleinere und mittlere Unternehmen bringen. Meine Damen und Herren, es geht also nicht darum, Menschen vor dieser Veränderung zu schützen, sondern unser Ziel muss sein, sie zu unterstützen und sie zu stärken, damit sie diese Veränderung meistern können. Und gleichzeitig müssen wir soziale Sicherheit neu organisieren. Wenn sich die Arbeitswelt wandelt, wenn sich Jobs verschieben, dann brauchen Menschen die Sicherheit, nicht ins Bodenlose zu fallen. Und so wird ein funktionierender Sozialstaat auch eine Voraussetzung dafür, dass wir als Gesellschaft den wirtschaftlichen Wandel schaffen. Wir machen in Deutschland manchmal den Fehler, dass wir Regeln mit Zielen verwechseln. Und ein gutes Beispiel ist das Thema Arbeitsschutz. Das Ziel bleibt, glaube ich, auch hier im Raum bei allen aktuell und auch richtig. Jede und jeder Beschäftigte muss am Ende des Tages auch wieder gesund von seiner Arbeit nach Hause kommen. Und gleichzeitig haben wir viele detaillierte Vorgaben, so viele, dass man oft, übrigens seit ich mich damit beschäftige, den Überblick verliert, was eigentlich alles geregelt ist, und haben wir den Blick auf das Wesentliche, den Arbeitsschutz, eigentlich verloren. Und genau diese Vorgaben müssen wir uns jetzt anschauen und entrümpeln. Und gerade kleine Unternehmen, kleinere oder kleine, empfinden das oft als unverhältnismäßig. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil wir oft nicht zielgerichtet darauf schauen, ob wir einen besseren Arbeitsschutz hinkriegen, sondern dass wir es über alle Unternehmen, egal wie groß oder klein es ist, alles einheitlich regeln. Das bedeutet, dass wir in ein Unternehmen Gefährdungen beurteilen, die vielleicht in diesem Unternehmen gar nicht vorhanden sind. Praktisches Beispiel. Also braucht es dann diese Vorschriften und Regeln? Braucht es nicht. Deshalb haben wir uns auch das Thema Sicherheitsbeauftragte und Gefährdungsbeurteilung angeschaut. Und Sie wissen, 120.000 kleine und mittlere Unternehmen sind nicht mehr verpflichtet, einen Sicherheitsbeauftragten zwingend zu benennen, sondern zielgerichtet zu gucken, was ist in meinem Unternehmen wichtig, was liegt an Gefährdungen vor und was können wir dagegen tun. Und das muss der Maßstab am Ende auch sein. Eine Regel ist, ob sie alt oder neu ist, ist nicht der Maßstab, sondern der Maßstab muss am Ende sein. Hilft es wirklich weiter und müssen wir das regeln oder müssen wir es nicht regeln? Und dieser Gedanke muss uns leiten. Und ich möchte, dass die Menschen, auch das möchten Sie, gut von ihrer Arbeit leben können und sich auch etwas aufbauen können. Und ich möchte, dass es gerecht zugeht. Auch das will ich sagen. Das sind wir, glaube ich, auch den nächsten Generationen miteinander schuldig. Und es muss auch klar sein, wenn die Welt sich schnell und rasant verändert, dann müssen wir das als Staat auch können und mithalten. Und deshalb müssen wir dafür die Antworten finden und es diesen übergeordneten Zielen auch unterordnen. Wir dürfen nicht nur in Quartalen denken oder in Legislaturperioden, sondern wir müssen in Generationen denken und dafür auch die richtigen Perspektiven, die unser Land braucht, aufbauen. Für den Arbeitsmarkt, für den Sozialstaat und für den Wirtschaftsstandort Deutschland. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.